Wusstest du, dass fermentierte Zwiebeln nicht nur lecker, sondern auch richtig gut für deinen Darm sind? Ich habe mich jetzt heute für rote Zwiebeln entschieden. Ich persönlich finde das am leckersten. Theoretisch würde es auch mit allen anderen Zwiebeln funktionieren. Der Einfachheit halber reibe ich das jetzt hier mit meiner Käsereibe. Selbstverständlich könnt ihr das auch mit einem scharfen Messer machen, schön in hauchdünne Scheiben. Ich finde, das dauert aber länger und es ist ein bisschen aufwendiger. Mit der Käsereibe bin ich da schneller unterwegs. Außerdem habe ich gleich die doppelte Menge hier, denn das ist wirklich richtig lecker und hält sich später locker 3 bis 6 Monate dann im Kühlschrank. Also perfekt jetzt hier für die Grillsaison, aber auch darüber hinaus. Das Ganze gebe ich in ein sauberes Glas. Hier dieses kleine Endstück, das fische ich mal raus. Ist kein Muss, aber ich nehme es jetzt noch mal raus und ihr seht es, wie schön fein die Raspel das gemacht hat. Ich drücke es ein bisschen runter. Das Equipment, was ich nutze und auch empfehlen kann, das verlinke ich euch wie immer auch unten in der Beschreibung. Wichtig ist, wenn ihr so etwas macht, eben vorher wirklich gründlich die Hände waschen. Und das Glas, was ich hier benutze, habe ich vorher auch noch mal eben sterilisiert. Gebe jetzt zu den Zwiebeln ein bisschen Salz. Dann habe ich hier noch Hefewasser, ihr könnt auch Wasserkefir nehmen und noch ein bisschen Honig. Den könnt ihr auch zum Beispiel durch Kokosblütenzucker ersetzen. So, und das Ganze sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus. Vorsichtig umrühren. Das hätte ich vielleicht besser in der Schüssel machen sollen, aber es geht auch so. So dass die Zutaten, also das Salz, der Honig und das Hefewasser bzw. der Wasserkefir, schön miteinander vermengt ist. Die Flüssigkeit tritt aber später sowieso noch mal aus. So, und mit dem Teigschaber, mit dem ich das umrühre, finde ich das ganz gut. Da kann ich die Ränder auch gleich schön sauber machen, damit sich während das Ganze hier gärt auch nichts bildet. So, und ihr könnt schon erkennen, unten ist schon relativ viel Flüssigkeit dafür, dass ich da jetzt nur 2 Esslöffel meines Hefewassers beziehungsweise die doppelte Menge, 4 Esslöffel, hinzugegeben habe. Damit das schön fermentieren kann und nichts Falsches sich da entwickelt, habe ich hier jetzt noch mal so einen Beschwerer genommen aus Glas und lasse das Ganze bei Zimmertemperatur 2 bis 3 Tage fermentieren. Guckt zwischendurch, eventuell noch mal kurz ein bisschen umrühren, wenn ihr merkt, Mensch, da oben, da guckt eine Zwiebel raus oder so, dass das wirklich schön unter Wasser ist. Und dann nehme ich das jetzt eben hier raus, das Glasgewicht. Das geht entweder mit der Gabel oder mit dem Löffel jetzt in dem Fall. Und ich finde das so faszinierend, dass die roten Zwiebeln jetzt so die Farbe abgegeben haben. Rühre das Ganze nochmal um und das ist das ganz Wichtige. Wenn ihr das im Kühlschrank lagert, sollte es immer unten in der Flüssigkeit drinne sein. Also da ruhig wieder so ein Glasgewicht verwenden. Und warum machen wir das überhaupt? Naja, zum einen ist es natürlich wahnsinnig lecker, aber zum anderen habt ihr auch wirklich eine probiotische Wirkung. Die Nährstoffverfügbarkeit ist wieder verbessert. Es hat entzündungshemmende Eigenschaften. Und ich hatte es ja kürzlich erwähnt, da muss ich ein bisschen was bei mir tun. Und durch die Fermentation werden die Zwiebeln milder im Geschmack und leichter verdaulich. Also für alle, denen Zwiebeln sonst zu scharf sind, unbedingt ausprobieren. Es unterstützt außerdem die Verdauung und ich bin schon sehr gespannt, wie es bei euch wird. Schreibt es mir auf jeden Fall, wie ihr das ausprobiert habt. Wir haben das schön zum Burger genossen und es war richtig lecker. Und hier sind jetzt noch weitere Rezepte für euch. Ich freue mich schon sehr darauf, euch hier wiederzusehen und sende euch liebe Grüße. Eure Emma.